Von der Queen bis hin zum Kreuzfahrtpassagier. Wenn er die Bühne betritt, dann sind alle begeistert, denn der Swing bringt sie alle zum Schwingen. Duncan Galloway, Chef des Pasadena Roof Orchestras, zu Gast auf dem roten Sofa zum ersten Mal. Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank. So, was abgeht, wenn Duncan und die anderen auf der Bühne stehen, davon verschafft Ihnen jetzt Antje Althoff erstmal einen kleinen Eindruck. Party? Sehr gerne, denn wenn er aufspielen lässt, ist gute Laune garantiert. Ob mit oder ohne weibliche Unterstützung, diese Männer haben einfach den Swing im Blut und er gibt den Ton an. Sie spielen für Showgrößen wie Robbie Williams, füllen aber auch allein problemlos die Konzertsäle. Er führt dabei immer mit Pfiff durchs Programm und hat sein Publikum im Handumdrehen im Griff. Sänger und Bandleader Duncan Galloway. Ja, danke. Ja, schön, wie Sie Ihr Publikum im Griff haben. Danke, Sie sind ja immer sehr elegant. Also mal weißer Smoking, mal schwarzer Smoking, heute schwarzer, eleganter Anzug. Ist das ein Muss, wenn man den Swing standesgemäß auf die Bühne bringen möchte? Es ist nicht ein Muss, aber es gehört dazu, finde ich. Das ist eine gewisse Eleganz auf der Bühne. Man erwartet. Das war so. Die Leute, sie haben gut gekleidet, sie sind im Theater gegangen mit Flieger und sowas. Und, manchmal für Abendessen kommen sie runter mit Flieger. Also, das passiert ab und zu mal in unser Publikum. Das kriegt man, also man sieht manchmal, sie haben Flieger oder die Damen kommen in schicke, also Art Deco Kleider. Das macht Spaß eigentlich zu sehen. Yeah. Ja, das ist part of the game irgendwie. Ne? Man möchte den Swing auch die machen mit. Ja. Richtig zelebrieren. Ja. Das Pasadena Roof Orchestra, dem Sie vorstehen, ist ja legendär, kann man sagen, gibt es schon sehr lange. Die Entstehungsgeschichte ist ja eine ganz originelle. Wie kam das damals, Ende der 60er Jahre? Der John Arthey, also in 1969, er war Hobbymusiker, er war Backmeister eigentlich. Also Bäcker? Bäcker, ja. Also seine Familie war eine... Also da sieht man ihn übrigens gerade, mit Ihnen zusammen. Oh ja, das ist ein tolles Rolls-Royce-Auto auch. Ne? Er hat so eine Anzeige in der Zeitung und er fragt nach Arrangements von den 20er und 30er Jahren. Zufälligerweise eine Witwe aus Manchester hat ihn angerufen: Herr Arthey, ich habe etwa 2000 Arrangements in meinem Dachboden. Haben Sie Interesse? Und er ist so schnell wie möglich nach Manchester gefahren in den Bagger-Lastwagen und hat die Arrangements runtergeholt. Und das war eigentlich der Grundstein von Pasadena Roof Orchestra, diese Original-Arrangements aus den 20er und 30er Jahren. Das war ein großer Glücksfall. Dann konnte er seine Brötchen allmählich dann beiseite lassen und hat dann Musik gemacht. Ein echter Schatz, das er gefunden hat, ja, natürlich. Ja. Wie Sie zum Orchester, das ist für mich ein wahnsinniger Zungenbrecher. Pasadena Roof Orchestra. Wie Sie zum Orchester gekommen sind, darüber reden wir gleich noch. Ja. Aber können Sie uns erklären, was die Faszination des Swing ausmacht, nach so vielen Jahren? Das hat ja was Zeitloses. Wie kommt das? Ja, also es ist zeitlos, ich glaube, weil es sehr gut ist. Ich bin fest der Meinung, in 100 Jahren Zeit, die Leute werden zurückblicken und sagen, ja, Fred Astaire, was für eine tolle, also diese Bewegung, diese fantastisch so Tanzbewegung, und er war auch ein toller Sänger, ne? Also der hat wunderbare Aufnahme. Irving Berlin, die ganze Geschichte, diese ganze Ära für mich ist sehr, es sagt viel. Also es ist als eine Kunst, als musikalische Kunst, es ist sehr wichtig und sehr, wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt so quasi ein Klassik geworden. Es wird doch immer noch gespielt. Und vor allen Dingen, es wird ja auch von allen Altersgruppen gehört, muss man ja sagen. Also von ganz jung bis, sehen Sie in Ihren Konzerten wahrscheinlich auch. Ja, ne? also das und mehr als Robbie Williams vielleicht ein CD, also veröffentlicht mit Swinging Both Ways heißt das, und Brian Ferry zum Beispiel, ein Weltstar, hat dann eine CD, heißt The Jazz Age. Sie haben alle Interesse in dieser Epoche, würde ich sagen, und ich finde das gut. Das ist so, dann ein junges Mädchen, ein Robbie Williams-Fan, kommt zu mir und sagt, ich kenne I've Got You Under My Skin, ist super. Und, das ist schon toll, dass sich das so verbindet. Ja. Robbie Williams, ein paar andere Beispiele gucken wir uns auch gleich an, aber erst gucken wir uns mal an, wie das eigentlich aussieht, wenn Sie wirklich auf der ganz großen Bühne stehen und die Menschen massenweise bezaubern mit dem Swing.
swells, rubbing elbows. Come with me and we'll attend their Duke Valley and see them spend their last 2 bits partying on the Ritz, partying on the Ritz, partying on the Ritz, partying on the Ritz. Da sieht man schon an Ihrer Mimik, dass Sie auch Schauspieler sind. Ich glaube, das ist auch gar nicht unwichtig bei dieser Rolle. Was erzählen Sie denn zwischendurch? Sie machen ja auch, sind ja der Conférencier auch. Ja, also ich finde, das gehört dazu. Es wird sehr trocken, wenn man zum Beispiel, also das ist ein Titel von 1934, aufgenommen von sowieso. Das wird ganz trocken. Also es gehört dazu ein gewisser, sagen wir mal, British Humor. Das, ja, so ein paar Anekdoten, ein paar Witze und die Jungs machen auch mit. Ja, das merkt man auch schon. Das Ich kriege halt keine Ruhe da vorne. Also sie sind ganz schnell, wenn ich einen Fehler mache oder kommt so. Ja, ich muss immer aus Ball bleiben. Das ist richtig Entertainment, im wahrsten Sinne des Also Wortes. das finde ich wichtig. Also wenn wir Spaß auf der Bühne haben, das darf dann rüberkommen. Also wenn wir einfach so, okay, dann machen wir noch einen Titel und spielen wir noch eine. Ja, es gehört dazu. Ja, das ist eben keine, soll nicht aussehen wie Routine und ist es ja auch in gewisser Weise nicht. Sie reden ja sehr gut Deutsch. Also Sie machen ja in Deutschland Ihre Moderation auf Deutsch, in England auf Englisch. Woher kommt das, dass Sie das so gut beherrschen? Ja, also am Anfang an, John Arthey, der Gründer, also vielleicht typisch für einen Brite, könnte kein Deutsch sprechen, obwohl er mehr als 20 Jahre dabei in Deutschland. Und er hat zu mir gesagt, danke, du musst schnell Deutsch lernen, die Anzeige machen. Und ich war sehr fleißig damals. Und ich bin doch in der Goethe-Institut in South Kensington, habe ich einen Monat Intensiv-Sprachkurs. Aber es hilft, ich habe eine deutsche Frau. Das ist natürlich hilfreich. Und wir reden Deutsch zu Hause, also irgendwie. Also, ja, ist komisch, unsere Beziehungssprache ist Deutsch. Sie hat hier studiert in Karlsruhe und Basel und ihre zweite Sprache ist Deutsch. Ich habe noch nicht Koreanisch gelernt. Wir zeigen Ihre Frau auch gleich, weil ist ja auch, Sie arbeiten ja auch zusammen. Ah, ja. Nee, also das wäre auch ein bisschen viel verlangt. Also ich finde, das Deutsch ist wunderbar, so wie Sie es sprechen. Also wir haben gerade schon drüber gesprochen. Swing ist ja alterslos und weltumspannend. Swing ist auch cool. Swing ist entspannt und eigentlich immer angesagt. Wenn Sie sich einordnen, Duncan. Es hieß gerade, manche waren eher so böse Buben, manche Swinger von früher und andere sind Herzensbrecher. Was sind Sie? Oh. Ja, lange her war ich ein Herzbrecher vielleicht. Jetzt nicht mehr. Ich bin ruhiger geworden wahrscheinlich. Ja. Ja, bei Ihnen ist ja eher der Humor, glaube ich, ne, der noch mit dazukommt zu dem musikalischen. Ja, ne, so, ja, finde ich. Ja. Wie ging das denn alles los? Also als Sie ein kleiner Junge waren, haben Sie wahrscheinlich noch nichts gehört von der Entstehung dieses Orchesters. Wann haben Sie Ihre Leidenschaft für diese Art von Musik denn entdeckt? Das war bei einer Fernsehserie, BBC heißt Pennies from Heaven. Ein sehr begabter, er hat so geschrieben, es war eine Geschichte, aber dann ab und zu mal gibt es ein Lied. Also alles stoppt, das ist wie ein Musical. Alles stoppt und dann 3 Minuten kriegt man einen Track von Jack Hilton oder Ambrose oder amerikanische Sachen. Und das war so Anfang 80er, denke ich. Und ich habe dann gedacht, das ist tolle Sachen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und dann kommt natürlich Pasadena Roof Orchestra dabei. Und habe ich mich sehr, sehr interessiert für diese Musik. Ich war immer ein bisschen red. Gucken Sie mal, was ist das denn für ein Foto? Aus welcher Zeit ist das denn? Ich wollte gerade sagen, oh Mensch, ich wollte gerade sagen, ich war immer ein bisschen retro in meiner Schulzeit. Also die Frisur, das war so trendy. Das heißt, das nennt man einen Mac Curtis. Und ich habe immer Rockabilly zugehört aus den 50er Jahren. Ach so. Und jetzt bin ich also ein bisschen so mehr zurück. Ja. Weiter zurück in der Zeit. Weiter zurück. Ja, ist nichts zu helfen. Ne? Und dieses Foto, das ist aus Ihrer Schauspielzeit. Sie Ja, haben das ja ist- dann auch als Schauspieler gearbeitet. Das ist die Herzbreckerzeit. Die Herzen, das sieht man. Das sieht man. Ja, ich war frisch so von der Schauspielerschule so fertig. Ja, habe ich also das war meine Ausbildung als Schauspieler. Aber die Musik war immer dabei. Ne? Das war auch
kann man sagen, meine erste Liebe vielleicht. Ja. Und dann haben Sie sich beim Pasadena Roof Orchestra beworben und wurden sofort genommen? Oder wie Also mit 600 andere Sänger damals. So viele? Das war so viel. Der Briefträger hat beschwert, John Alfie hat mir erzählt, weil er hat wieder eine Anzeige in der Stage, dieser Zeitung für Schauspieler und Musiker. Ja. Ich habe so geantwortet, weil ich habe dann damals, ich habe ein kleines Quintett hatte ich und ich habe den Ton, also Kassetten damals. Ja. Geschickt mit 500 anderen. Und das war meine eigene Komposition. Und das hat dann also ein bisschen beeindruckt. Und dann Ihre eigene Komposition war ja, das? Ja, das ist auch eine dabei auf unserer neuen CD. Aber dann, ich habe dann die Möglichkeit vorzusingen, habe dann einen kleinen Spot in einem Gala gemacht und ja, ich habe dann also mein allererster Auftritt bei Pasadena Roof Orchestra war 1989. so lange schon her. Ja. Und ich habe nämlich mal einmal, haben wir uns eben darüber unterhalten, einmal bei Das im Bahnhof, das gab es vor langer Zeit, 97, da war das Pasadena Roof Orchestra, da waren Sie aber gerade nicht dabei. Ja. Sie haben ja mal ausgesetzt. Ich habe dann also 96 aufgehört und dann ich war dann ab 2003 wieder dabei. Der Manager hat mich angerufen, würden Sie zurückkommen? Und meine allererste Reaktion war, nein, danke. Und dann habe ich mir überlegt, weil für einen Sänger das Orchester ist eigentlich wie ein Rolls Royce, ne, zu fahren. Und ich habe zu ihm gesagt, also ich mache 6 Monate, in der Zwischenzeit kannst du jemanden aussuchen. Und das war schon in 2003. So, das ist eine lange 6 Monate. Und jetzt sind Sie ja Chef und haben auch selbst die Verantwortung für das Jawohl. Orchester. Ist ja auch toll. Gesehen haben, die Schauspielerei haben Sie ja immer mal wieder, hat Sie ja auch immer mal wieder gereizt. Sie haben hier in Hamburg auch Theater gespielt eine Zeit lang. Ja. Ist das parallel so auf Dauer nicht durchzuhalten? Ja, also ja, es ist ein bisschen schwer. Heutzutage habe ich keine Zeit dafür. Obwohl, man sollte nie sagen. Ne? Also, aber ich finde, also die Musik hat übernommen, also seit eigentlich 5, 6 Jahren oder so. Ich war in Hamburg, im Munzburg, im English Theater von Hamburg. English Theater ist ja eigentlich sehr bekannt in Hamburg. Habe ich Private Lives gespielt damals. Und das war ja schön, also Hamburg besser kennenzulernen, weil wir sind ab und zu mal, aber wir sind nur für 12 Stunden hier und dann wieder unterwegs irgendwo anders. Und das war interessant, ja. So Ja. Es war 3 Monate. Ja. Das glaube ich. So, jetzt zeige ich Sie mal die ganz frisch gepresste neue CD vom Pasadena Roof Orchestra. Sie sind ja 11 Männer. Ne? 11 Musiker, ja. 11 so, Musiker. Ja. Wie ist denn das, wenn Sie dann immer unterwegs sind? Fahren Sie getrennt oder reisen Sie alle zusammen im Bus? Wir oder wie haben machen Sie das? 2 Sprinter, also ohne diese 40 Millionen Dollar. Wir haben 2 so Sprinter, Mercedes Sprinter, dass wir sind unterwegs. Also der Road Crew und so 4 Leute und dann ein 9-Seater, also Minibus. Das ist auch manchmal anstrengend als Bandleader. Das glaube Wenn ich. Sie sich vorstellen können, ja, es ist lebendig, muss ich sagen, mit 11 verschiedenen Charakteren unterwegs auf Tournee. Ja. Also Sie sind aber schon wie eine Familie. Also Sie müssen sich ja verstehen, sonst wird das gar Wir nicht kommen gehen, sehr klar miteinander, weil wir müssen, weil wir verbringen also jede Menge Zeit auf Tournee. Und ja, wir kommen klar miteinander, kann ich so ehrlich sagen. Es ist nicht nur, also es stimmt. Wir sind verschiedene Charaktere, aber Da sieht man mal ein paar jedenfalls, einen Teil des Orchesters. Dann nehmen Sie gerade die CD auf, nehme ich das an. ist in Ne? die Studio in Hamburg. Ja, wir haben das so in Hamburg im Juni aufgenommen und es war veröffentlicht, also Anfang November, ja, jetzt gerade. Ja. Was ist das Besondere, also für die Fans? Sie haben auch Gäste. Also, das ganze Pasadena Roof Orchestra haben wir natürlich nicht im Studio, das würde den Rahmen hier sprengen. Dafür hat aber Duncan Galloway bezaubernde Unterstützung von den 4 Damen, die er eben schon angekündigt hat. Sie nennen sich Les Brunettes und sie sind alle echt brünett, das habe ich knallhart recherchiert. Und hier ist vom neuen Album Ladies and Gentlemen der Titel Cherokee. Viel Spaß, live. Sweet Indian maiden, since first I met you, I can't forget you, Cherokee sweetheart, child of the prairie, your love keeps calling. My heart and throat
Indian maiden, one day I'll hold you in my arms, fold you, Cherokee. Cherokee. Ba-ba-da, ba-ba-da-ba-da, ba. Ba-ba-da-ba-da-ba. Ba-ba-da-da, ba-ba-da-da. Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba-da-ba-da. Ba-ba-doo-ba. Ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba. Ba-ba-doo-ba-da-ba-ba. You got Ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba. Cherokee. From my memory, so tenderly answered. Sweet Indian maiden, one day I'll hold you in my arms, fold you, Cherokee. Cherokee. Ja, thank you. Ganz toll. Duncan Galloway und Le Brunette. Da fühlt man sich doch zurückversetzt in die Zeit des großen Gatsby.